Moin Moin und hallo. Heute kurze Begrüßung. Ich habe den Spielstand von gestern wieder hergespielt. Wir spielen heute wieder über PS Now mit Solid weiter. Da ist mein Controller. Und ich würde sagen, ich gehe direkt ins Spiel. Weil ich war gerade so gut dabei. Alles weitere erzähle ich euch dann im Spiel. Oh, das hat mich gestern so geärgert. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass auf einmal, also hier ist wohl irgendwie so ein Viertelstunde-Timer drin oder so, wenn du eine Viertelstunde den Controller nicht anpackst. Oder 10 Minuten oder keine Ahnung. Das Intro ging ja auch noch ein bisschen. Also nicht das Intro, sondern die Zwischensequenzen. Dann denkt er, du bist nicht da und macht das Spiel einfach aus. Das sollten die rausnehmen. Das war echt scheiße. So, jetzt sind wir aber wieder da, wo wir hin müssen. Und Sicherheitsstufe 2 habe ich. Und ich soll ja jetzt jemanden finden. Oh, der macht Weitsicht. Na toll. Ey, als ich das gerade gespielt habe ich nicht ein einziges Mal... Habe ich nicht ein einziges Mal Dings ausgelöst. Überwachung oder sonstiges. Jetzt spiele ich wieder im Stream, jetzt habe ich hier wieder Überwachung ausgelöst. Naja, ich will mich nicht beschweren. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Weiß das einer? Ich weiß, dass ich den... Ist das Stufe 2? Ne, Stufe 5. Das ist auch nicht. Dann kommt da jetzt noch einer. Ja. Wahrscheinlich, wenn du auch... Haha, alle ausgeschaltet. Wahrscheinlich, wenn du es auch schwer gestellt hast. So, dann lass uns mal alles ablaufen, wa? Beziehungsweise, wo ist denn die Strebe? Das ist doch eigentlich die richtige Strebe, oder? Da sind schon wieder Roboter. Schalten die aber... Na toll. Das haben wir ja sehr gut hingekriegt. Bevor da gleich welche rauskommen. Ich sage, ich habe gerade nicht einmal Alarm ausgelöst. Bin gestern laufendem Band. Welche Box brauchen wir denn hier? Karton für ausfällige Augen. Karton für Elektrogeräte. Okay. Hier ist nichts. Hau ab. Wir laufen jetzt mit dem Karton weiter. Aber wie gut, dass ich den angezogen habe. Oh, ich glaube, ich brauche... Hä, wo habe ich das? Brauche ich den Kampf... Ach so, den hat sie mir ja gegeben. Ich wollte gerade sagen, hä? Oh, den hat sie mir ja gegeben. Stimmt ja. Das ist der Typ, der so scheiße guckt. Da kommt eine neue... Oh. Und der fliegt genau hier rein. Genau. Aber hier wollte ich auch gar nicht hin. Ich wollte in dieses komische Lager einmal rein. War das nicht hier? Nee. Dann war das hier, ne? Warenhaus. Da wollte ich einmal hin. Toll, jetzt kriege ich die Drohne nicht ausgeschaltet, weil ich keine Munition mehr habe. Und da ist wieder alles voll mit Minen. Das sind 2. Ich brauche erst ein bisschen Munition. Vorher komme ich da ja gar nicht durch.
Der pennt da noch in Ruhe. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen Munition sammeln oder so. Oder andere Richtung halt gehen, so wie ich das jetzt gerade mache. Da ist ja schon wieder einer. Das ist der gleiche Penner. Aber da sind ja zwei. Das ist ja so gemein. An die anderen komme ich nicht ran. Ja, wo ist der denn? Ihr konntet mich doch gar nicht sehen. Ich kann ihn doch auch nicht sehen. Hau ab, Junge. Verschwende an euch heute keine Munition mehr. Ja, jetzt bin ich hier. Vollkommen egal. Muss ich da hoch? Nein, muss ich nicht. Ration. Hey! Hier unten wäre Munition. Also ich habe gerade so gut gespielt, ne? Ich habe nicht einmal... Ja. Oh, da wäre bestimmt Munition gewesen. Aber egal, ich laufe jetzt ein paar andere Richtungen. Ja, da ist eine Kamera, genau. Aha. Lass mich doch einfach in Ruhe. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich hier. Box, Karton für Elektrogeräte. Ja, nein! Einfach so. Einfach einmal so. Und dann nochmal andersrum. Hä? Wir werden den Alarm nicht mehr los. Oh Gott sei Dank, ey. Jetzt stehen wir hier. Sehr gut. Hier ist aber auch nicht so Munition, ne? Oh nein. Oh, ihr wisst, wo ich bin. Ah. Ich glaube nicht, dass das was bringt, was ich jetzt getan habe. Oh, ich habe nur eine Tür zugemacht. Mach doch auf. Oh, ich kann auch nicht. Egal. Komm, schied egal. Die zweitletzte Ration. Ich glaube nicht, dass sie noch mehr schicken. Wir bleiben einfach hier. Oh Mann, ich habe gerade so gut gespielt. Ich habe es gerade schon so oft gesagt, aber egal. Jetzt ist es egal. Und das setze ich hier rein. Nein, kommt er nicht.
Er kommt doch hier rein. Oh, oh nein. So. Jetzt sollte es aber... Warte. Jetzt verpacken wir die hier gut da rein und dann sollte sich das alles geklärt haben. Ach, Gott sei Dank, ey. Wir noch kurz warten, der Alarm ist jetzt gleich weg. Jetzt haben die 3 Leute hier, bitteschön. Pennt auf dem Klo weiter. Oh mein Gott, ob auf der anderen Seite Munition ist, weil das ist ja das, was uns tatsächlich fehlt. Ne, hier ist auch nichts. Außer ein Girlie ist hier nichts drauf, okay. Dann hat sich das hier erledigt, dann laufen wir laufen jetzt auch den Weg hier weiter. Dauert zwar was länger. Aber vielleicht finden wir, wie gesagt, auf dem Weg Munition. Hier ist das schon wieder, hier ist beides wieder. Nein, ich will diesmal nicht erwischt werden. Ja, ist richtig. Wie schalte ich damit aus? Oh, ich habe ja kein Dings mehr. Schon wieder keine Munition mehr. Gibt's doch gar nicht. Warte, ich muss ihn einmal kurz hochnehmen. Ration ist immer gut. Und hier rein. Oh Gott. War glaube ich noch einer, ne? Komm mal eben. Jo, hier ist Munition. Zwar nur Einschlafmunition, aber wenigstens etwas. Hilft mir aber jetzt nicht weiter. Komm, ob du was... Ach, Einschlafmunition. Junge, habt ihr denn keine normale Munition dabei? Ach, Gott sei Dank. Hast du noch ein Paket? Nee. Lauf. Ja, besser... Einschlaf. Ich sag dazu immer Einschlaf. Betäubungsmunition heißt das ja. Die gehen mir hier auch auf den Sack, die beiden. Die kannst du ruhig ausschalten. Gehst du einmal raus, einmal rein, sind wieder da. Hat aber nichts bei sich. Und das mit der Kamera war ja wohl gerade voll gemein, dass sie draußen eine Kamera angebracht haben. Ich glaube, hier war Munition. Nö. Oh nein. Halt die Backen. Oh, das war's jetzt gerade schon wieder. Toll, da komme ich auch nicht weiter. Na los. Ich heb den nur mal kurz hoch, eben kurz gucken, ob da was, dass sich bei sich was führt. Nee. Jetzt sind wir Gott sei Dank im Warenhaus. Das müsste das jetzt hier schon sein, oder? Das war, ja, Warenhaus. Weil ich habe ja die Sicherheitsstufe 2 jetzt.
Hier ist nix. Ihr seht ihn gleich. Hier wollte ich die ganze Zeit hin, weil ich wollte wissen, ob hier was ist. Weil da unten sind ja Eingänge, glaube ich, für Sicherheitsstufe 2, ne? Ich schub die mal hier eben bei der Seite. Ist da vorne noch einer? Nee. Okay. Da kommen wir nicht in solchen Sachen noch. Oh, 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 oh. Das ist ein M4. Aber dafür brauche ich Munition. Ja, da komme ich so nicht weiter. Okay, dann muss ich mir erstmal Munition organisieren. Das kriege ich ja hin. Jo, da habe ich es schon. Das Sturmgewehr. Also, das kennen wir ja aus dem Schiff. Das heißt einmal. War's das schon? Hol mal eine Zigarette in den Mund. Ja. Cool. M4. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die richtige Waffe. PS1? Die habe ich noch gar nicht. Nee. Aber sehr gut, das ist. Dann gibt es hier die vielleicht auch im Warenhaus. Ey, das ist wie bei Shadow Island, das geil. Das ist wie bei Shadow Island, das, sag mal eben schnell. Unten das dieses Haus, wo man rein konnte. C4. Wobei auf Sprengstoff habe ich gar keine Lust mehr. Noch mehr Minen. Unten, das war B2, das war dieses Lager, wo man den ersten, wo man über Ocelot kämpft. Wo die Dinger dazu gemacht haben. Das ist das gleiche hier. Kommt mir auf jeden Fall so vor. So, betäubt. Und 4. AK. Ja, AK. Oh, falscher Knopf. So. Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Das ist ja jetzt auch die Frage. Klappt das jetzt hier überall? Das sollten wir mal gleich ausprobieren. Alter, hier ist so viel geiles Zeug. Das ist so geil. Das heißt, ich trage jetzt ab sofort nur noch das und die AK. Oh, ich hab's in Counter-Strike, die AK, geliebt. Ach, guck mal, die haben hier auch ganz andere Uniformen. Aber hier müsste es doch dann irgendwo das PS1 sein. Hier konnte ich ja schon vorher rein. Da liegt noch mal Munition. Sollen wir uns noch mal eben da durchkriechen und uns die Munition holen? Ja, oder? Wie kriegt man wohl diese Schränke auf? Draufboxen bringt nichts. Ich hole mir noch eben die Munition, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal Munition kriege. Was mir auf jeden Fall wundert, dass sie noch kein Signal losgeschickt haben.
Hier so, warum antwortet ihr nicht? Hey, was ist los? Warum antwortet ihr nicht? Hey. So. Also nur im Kern hilft das. Dann ist halt die große Frage, warum kann ich mich überall damit bewegen? Weil ist doch egal, ob ich mich als russischer oder anderer Agent, Soldat verkleidet habe. Die müssen doch wissen, wer auf der Basis ist. Und wenn da auf einmal so ein Typ mit einer AK rumläuft, oh, das ist einer von unseren Kollegen. Ach, hier unten schläft gar keiner. Okay, da sind wir auf jeden Fall jetzt voll durchbewaffnet. Da kam ich gerade raus. Dann haben wir jetzt genug Munition. Dann gehen wir jetzt auf der Bridge. Da läuft gleich wieder der Typ. Da ist er. Der blöde Sack. Eine Kackdrohne noch. So, das war Drohne Nummer 1. Wo ist Drohne Nummer 2? Da ist Drohne Nummer 2. Ach, Gott sei Dank. Jetzt brauche ich nicht die Munition, jetzt, ach, die Verkleidung. Jetzt brauche ich Ration, Sensor, Minensensor brauche ich jetzt. Wenn ich in den Kackminen reinlaufe. Ah, das ist schon wieder, das ist ja noch so ein Ding. Jetzt nicht mehr. Hier gehen, ich wollte gerade sagen, hier gehen auch bestimmt die Dinger auf. So, wo ist die AK? Hier. Boah. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich speichern werde. So, jetzt ist das der Kern. Hier laufen nur noch die Soldaten rum. So, jetzt sind wir im Vorfeld. Speichern wir jetzt einmal. Jack, is that you? Nein, wer ruft dich sonst auf diese Frequenz an? Ich habe doch bestimmt auch eine eindeutige Frequenz. Aber ich tu mal die alten Spielstände überschreiben. Okay, soweit sind wir durch. Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant J.G. Pliskin is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well, Yeah, Pliskin's the kind of guy you can really depend on, isn't he? what? What? Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my number one. Always. But that's not what I meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. Oh, das war ein bisschen eifersüchtig. Die Kamera ist uns, ja. Kann ich hier eigentlich auch rennen, ja, ne? Theoretisch könnte ich auch alle ausschalten. Ich suche erstmal dieses... Komme ich hier irgendwo rein? Ach, das ist das Ding, was zerstört worden ist? Was ist hier? Ja, sowas habe ich gesucht. Hier wird doch bestimmt ein Terminal irgendwo sein. Ey, die hat die Spinte am Namen. Hab ich gar nicht gesehen. Stand da nicht Emmerich drauf? Den gleichen Schrank hatten wir schon mal offen.
Ja, scheint mehr als ein Spind. Ah, da ist das Ding. Das habe ich gesucht. Action-Button. Das funktioniert auch nicht immer. So. Das Terminal haben wir. Dann haben wir jetzt auch die Karte. Sehr gut. Und jetzt können wir anfangen, eigentlich alle auszuschalten. Oh, Kamera. Aha. Wäre das aus, wenn die Überwachungskameras ausfallen? Ich bitte, das ist aber auch fies, sich als Soldat jetzt feindlicher zu tarnen. So, die ist durch. Die ist auch durch. Was mache ich mit euch dreien? Achso, die erste hier schalten wir auch aus, nur sicherheitshalber. Die ist auch durch. Ich möchte euch eigentlich nicht hier so liegen lassen. Oder ich kill euch. Dann seid ihr auf jeden Fall keine Gefahr mehr für mich. Die eine Kamera darf ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht ausschalten, oder? Weil die war schon so rot die ganze Zeit. Diese da? Oder darf ich die ausschalten? War ja nicht irgendwo was von Gesichtserkennung hier rede? Ich versuch's einfach mal. Ich gehe da jetzt einfach gleich mal hin. Gucken wir eben. Jo, sehr gut. Egal welche Munition. Munition ist immer gut. Weil die schon die ganze Zeit so rot leuchtet. Ich schalte die anderen drei auch eben aus. Oder nee, vielleicht brauche ich ihn noch. Ich lasse mal liegen. Ich habe irgendwie was von Gesichtserkennung. Ah, das ist nur, ob ich ein... Ah, okay, ich verstehe. Oh, diesen Fahrstuhl kenne ich. Der war auch ein Metal Gear Solid 1. Ich liebe diesen Fahrstuhl. Oh, Core 1, Ebene 1. Gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Ach, hier war das mit der Gesichtserkennung. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Aha. So, hier ist der Fahrstuhl. Ah, sehr schön. Gleich ganz am Anfang das Terminal. So mag ich das. Ration, sehr gut. Davon habe ich nämlich auch noch kaum welche. So, da komme ich nur mit einem Netzhautscan rein. Okay. Ups. Keine Angst, ich laufe dir schon nicht an. 4. Ja, Junge. So. Ja, wie machen wir das jetzt intelligent? Es ist schon fast zu einfach. Freeze!
Warum hat er so geblinkt? So, kann ich den ja jetzt an die Maschine dran drücken oder was? Raiden, the retinal scanner does not work on anything but living and open eyes. Don't knock the man out either. Be careful. Oh. Und jetzt? Krieg ich ihn irgendwie wieder aufgeweicht? Oh Gott. Rein und raus oder was? Hey Kollege, steh mal wieder auf. Krieg ich ihn irgendwie wieder wach? Er ist auf jeden Fall wieder wach. Nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, auf was warten wir jetzt? Dass der jetzt dreimal seine Runden dreht oder was? Ach, jetzt sieht er die gleich. All clear. Oh, diese Warterei. Ja, ich habe schon erzählt, dass eines meiner Lieblingsspiele ist. Auf jeden Fall der erste Teil. Erste. Also wenn ich eine, sagen wir schnell, Spieleliste erstellen würde, welche Teile so am besten für mich sind, also welche ich am besten finde, dann ist es auf jeden Fall der erste Teil, der ist sehr, sehr ganz weit oben. Ich glaube, dann kommt der dritte Teil, also Nummer 3. Dann, also 1 ist auf jeden Fall auf 1, 3 ist auf 2. Freeze! Und wie gebe ich denn jetzt Befehle? Ach, ich muss ihn einfach nur packen. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Ja. Und danach kommt der letzte Teil, der rausgekommen ist. Okay, wir sind auf jeden Fall drin. Und jetzt kommt ein Anruf. Zuhören. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Okay, da muss ich jetzt erst zurück. Auf jeden Fall weiß ich, wie ich... Ja, halt die Bahn. Dann weiß ich auf jeden Fall, wie ich jetzt in Zukunft hier reinkomme. Aber wir waren leider ein bisschen schnell. Dann gehen wir jetzt auf B2. Okay, wo war ich stehen geblieben? Also 1 auf 1, 2 auf 3, Metal Gear Solid 3, Snake Eater und auf dem dritten Platz wäre der letzte Teil, aber das sind seine Gesamtheit, das heißt mit den dazugehörigen Prolog-Spiel, sag ich mal, Ground Zero. Genau, das wären so meine Favoriten.
Da ist nichts. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Genau, das wären so meine Favoriten-Games. Meine 3. Und danach würde tatsächlich erst der... Ich weiß gar nicht, ob es für die PSP oder PS Vita gewesen ist. Aber danach würde ich quasi den Teil setzen. Wieso ist das Teil da oben drauf? Wie kriege ich das? Krieg ich einen Bumerang? Ah, war ein Grafikfehler. Ne, war doch kein Grafikfehler. Da oben liegt ein Heft. Das erinnert mich so an den ersten Teil. Freeze! Genau. Oh, ja, auf Platz 4 wäre dann PSP oder PS Vita Teil. Das ist der Teil, der letzte Teil, der rauskam, bevor das vorletzte Spiel rauskam. Ja, und dann... Oh, ich muss AK tragen. Und dann wäre es tatsächlich schon Teil Nummer 2. Also dieser hier, der wäre quasi den vorletzten. Labert da, der Vogel. Was habe ich da jetzt eingesammelt? War das jetzt das Richtmikrofon? You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. Das habe ich jetzt oft genug gehört. Hä? Aber jetzt tatsächlich... Nee, ich habe gerade gedacht, ich habe einen Schalldämpfer gekriegt. Wahrscheinlich habe ich nur eine von den Boxen gekriegt. Ja. Und der 4. Teil, der für die PS3, ist tatsächlich bei mir auf dem letzten Platz. Weil ich fand das Ende echt schrecklich. Ich fand das nicht gut. Mir hat das Ende absolut nicht gefallen. Den 2. Teil... Ja, also ich mag... Ja, und dann kommt eigentlich der ganze Rest. Es gibt ja noch diese Kartenspiele und so. Sind wohl ganz geil, machen auch wohl Spaß. Aber die sind... Unterhalten sich erstmal ganz in Ruhe. Aber die sind weder raffiniert noch... Ja, weiß ich auch nicht. Noch haben die irgendwie eine coole Geschichte oder so. Also die finde ich gar nicht so cool. Das gehören, glaube ich, auch nicht zur offiziellen, ja, zur offiziellen Story rein, wenn man so möchte. Oh, ich will hier weg. So, jetzt müssen wir nur eben warten, bis der Typ hier gleich hinkommt. Dann sagen wir wieder Freeze, packen uns den. Und drücken den an die Scheibe dran. Was er sich wohl denkt. Oh, nicht schon wieder. So, jetzt. Freeze! Ich wollte gerade sagen, der packt ihn nicht. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Ja, los. Lass schreien. Das mit den Herzschritt machen, weißt du mittlerweile. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. Ja. Okay, wäre ein etwas längeres Gespräch gewesen, aber das müssen die mir nicht 100-mal jetzt sagen. Das habe ich mittlerweile verstanden. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Ich glaube sogar, ich weiß noch, wer das gewesen ist. Reporting no problems in the hall on B1
Also ausschalten dürfen wir den Typ nicht, weil der macht die ganze Zeit Statusberichte. Ich komme mal hier oben hoch. Was ist das Cooles? Okay. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Der steht hier ziemlich alleine. Das war einer von denen hier. Ja. Der muss es sein. Warte, bis der Typ weg ist. Und los. Nee, doch nicht? Doch. Läuft der jetzt die ganze Zeit? Hau doch mal woanders hin. Nee, der war's nicht. Aber haut endlich ab. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Kann ich ihn jetzt irgendwie ansprechen? Ups. Das fällt ja auch noch hin. Kannst du nicht deine Beine einziehen, Kollege Schnürschuh? Alter. Was ist es denn? Ich habe eigentlich gedacht, ich weiß, wer es ist, aber anscheinend weiß ich es nicht. Wie er sich das Ding da anguckt, ne? Apropos das Ding, was ist da drin? Wieso kommt er da nicht rein? Hat er sich aufgehangen? Yeah, er hat sich aufgehangen. Das heißt, ich kann die ganze Ruhe gucken. Das ist noch eine Geisel, oder? Kann ich irgendwie anvisieren? Das muss doch der Typ da sein. Ich guck noch mal von hier. Einer von denen muss es doch jetzt sein hier. Ups. Muss ich mich denn genau vor ihn stellen? Ich kann auch nichts drücken. Your aims, aren't you? Ah, Action-Taste. Jetzt geht's weiter. Gott sei Dank. Und viel Spaß beim Gucken. You must be aims. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Ja, genau. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see.
Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the president is. Ah. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Okay, wir werden schon wieder beobachtet. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the SEAL-10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Endlich. Erzählt ihm mal jemand was. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. Okay. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No.
The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Was war's? Wir haben die zu erzählen. Ach, da kommt noch wer. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I Schon geil, das zu hören. recommend switching camps. You've nowhere left to go. Das kann aber auch... Also, das wird wahrscheinlich wieder ein Trick sein, weil er weiß, dass wir hier sind. Er hat uns auf die Überwachungskamera gesehen. Warum sollte er jetzt seine geheimsten Pläne verraten? Oh. Die Hand übernimmt wieder. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Oh, There's er hat irgendwas. something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. Das war Schwachsinn, das habe ich schon das erste Mal gesagt, ne? Take care of. Yes, King. Den Eindringling. Jetzt ist die Frage, welche er meint. Meint er den Ninja? Meint er mich? Oder meint er Plisken? Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Okay. Wir werden noch rausfinden, was das Ganze auch mit dem ersten Teil gab es ja. My pocket. Hurry. It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Ich shelter. gleich weiter. Take care of the president before they launch the nuke.
Wer kommt da? Der Sack. He's coming here. Pick up your AK. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the President was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Said so. What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. Das kennen wir doch irgendwo her. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Da kommt der Ninja. Das kannten wir schon. Is alive. Hurry, get away. You, but you died. Leave this to me. Renn! Ah, jetzt geht erstmal das Telefonieren los. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the President for now. All right. Okay. Ach, jetzt ist auf einmal die Anlage kaputt. Freeze! So. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal weg. Oh. Was mir jetzt gerade einfällt.
Wenn wir jetzt nach oben gehen, wir haben ja gar keine Maske mehr auf. Wie lösen wir das Problem denn? Ah, ich weiß schon wie. So lösen wir das Problem. Die Kamera ist noch ausgefallen. So. Jetzt warten wir eben kurz hier. Aber was ich gerade erzählen wollte, wir haben doch am Ende von Metal Gear Solid... Und da ist noch einer. Gut, dass ich nicht weitergelaufen bin. Warte. Habe ich noch nie benutzt, die Magazine, jetzt das erste Mal. Das sieht ihn anscheinend nicht. Jetzt. Ja, wir haben noch am Ende von Metal Gear Solid erfahren, also von 1, dass Rauf Ocelot sich mit dem Vizepräsidenten zusammengetan hat. Ups. Mit dem Vizepräsidenten zusammentat. Oh, wie viele kommen dann noch? Alter, liegen hier alle am Pennen. Oh, ich habe keinen getötet. Ja, mit dem Vizepräsidenten getan hat. Auf jeden Fall hat er ja die Testdaten von Metal Gear gehabt. So, jetzt müssen wir theoretisch eigentlich nochmal ins Warenhaus rein. Jetzt ist die Frage, ist da wieder der Typ, der einen wieder rüber guckt? Vermutlich. Ach, der ist immer wieder da. Bevor wir jetzt hier weggehen. Oh. Komm nicht dran. Jetzt. Kommt schon wieder eine. So. Erstmal, du Scheißding. Ja, da waren ja auf jeden Fall die Testdaten von Metal Gear drauf. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch hin. Also wo die abgeblieben sind, wieso, weshalb, warum. Was da passiert ist. Da kommen wir auch noch drauf. Das wird auch noch gelüftet. Das ist halt so geil. Also, ich wollte doch Minensensor. Ich glaube, die war direkt vor mir, ne? Ja. Das heißt, wenn ich hier am Rand laufe, dürfte nichts passieren. Okay. Was mache ich denn mit dem Handy? Handy-Vibration zum Empfang von E-Mails. So, das gute alte Warenhaus. Auf ein neues. Wo waren die Stufe 3 Dinger? Hier waren auf jeden Fall die normalen.
kurz gucken. Hier konnte man auch so rum. Hier warten wir schon alles. Dann waren oben Stufe 3. Waren es nicht, da oben ist einer. Mhm. Muller ist da. Sehr geil. So. Wir kurz gucken. Ich glaube, einer läuft hier noch. Hier Stufe 3. Was ist das denn Geiles? Hä? Was war das? Granatenwerfer. Spring auch drauf. Den hätten wir nicht gekriegt, wenn wir da noch weitergelaufen wären. Den nehme ich auch noch mit. Wir waren noch irgendwo, war Stufe 3. Da. PSG 1. Juhu. Ich glaube, unten war auch noch mal PSG 1 Munition, aber drauf ne? Stufe 2. Das Ding war noch ausgefallen, ne? Du warst noch nicht wieder. Ja, gut, okay. Wäre jetzt dumm gewesen, wenn ich dafür reingelaufen wäre. Ich glaube, da. Aus. Was? Nochmal. Was hat er gesagt? Voll. Ach so. Ja. Geil. Okay, waffenmäßig sind wir von keine tödliche Munition auf ich habe ein ganzes Arsenal. Müsste der Junge, keine Ahnung, 50 Kilo Munition dabei haben jetzt. Ist auch nichts mehr, ne? War noch was Stufe 3 sonst? Ja, hier. Granaten, Munition, Granaten und Granaten. Und lass mich raten. Okay. Sehr gut. Okay, hier kommen wir jetzt weg. Wir müssen ja nach oben hin zu Stufe... Hier haben wir wirklich alles jetzt, ne? Mal kurz gucken. Ja, okay, alles klar. Dann geht's jetzt wieder zurück. Könnte mein neues Gewehr mal eben testen. Ja, der Typ läuft da bestimmt wieder. Oder auch nicht? Okay, anscheinend pennt er noch. Und ich habe Granaten und einen Granatenwerfer. Ach, das ist so cool. Ah ja, bevor ich jetzt wieder voll in die Dinger reinlaufe. Nicht, dass mir das schon mal passiert ist. Oh. Ich sag ja nicht, dass mir das schon mal passiert ist. Zum Glück töten die einen nicht. Zwar ein bisschen merkwürdig, aber sie tun es nicht. Ich bleib mal auf dem Telefon. Ich weiß nämlich nicht, was man damit machen kann. War hier noch was? Ne, ich glaube, hier gab es nur Sicherheitsstufe 5, ne? Alter, dann müssen wir hier nochmal irgendwann wieder zurück. Ich habe zwar nur seinen Arm getroffen, aus meiner Sicht, aber okay. Oh. Okay. Jetzt müssen wir eben kurz gucken. Das war Sicherheitsstufe 5, ne? Das war nicht Sicherheitsstufe... Habe ich eigentlich Dings voll? Nehmen die trotzdem mal. Ja, Sicherheitsstufe 3. Da komme ich auch noch nicht rein. Okay. Das heißt, ich muss ja irgendwann nochmal, wenn ich Sicherheitsstufe 5 habe, nochmal zurück. Das muss ich mir merken. So, jetzt schnell hier weg, bevor der wieder ruft. Hallo, warum meldet sich keiner? Seid ihr denn alle irre? Obwohl, ich glaube, das passiert nur, wenn ich die töte, oder? Nee, das passiert nicht nur, wenn ich sie töte.
Den Versuch hatten wir schon mal. Muss auf jeden Fall unten lang laufen. Dann noch so ein Klugscheißer, der da guckt. Niemand. Niemand ist da. Ah ne, ich bleib unten. Okay. So, von hier aus kommen wir dann auf die nächste Ebene. Jetzt mal eben kurz gucken, wo die ganzen Soldaten gewesen sind, dass ich da wieder nicht reinlaufe, weil wir hatten ja das ja schon beim ersten Mal. Oh. So, der macht gute Nacht. Und du hast auf jeden Fall einen abgekriegt. Und du kriegst auch einen ab. Von den Genitalien. Ja, der schläft, steht ja immer noch. So, das waren, glaube ich, alle. Hier habe ich nochmal gute Nachtmunition. Ich könnte jetzt direkt weiterlaufen, aber ich wollte mal eben kurz gucken. Ach, ich wusste es doch. Weißt du was? Dann tun wir den hier gleich entsorgen. Voll fies. War's das? Nein! Weiter. Und kommt noch mehr. Weißt du nicht? Ich schieße schon so viel Munition, ich hab. Muss die Köpfe treffen. Nee, die Köpfe sind zu gut verteidigt. So, jetzt aber. Ach man, bleibt da stehen, ey. Habe ich jetzt hier eine Munition verballert, ey. Okay. Hol ich mir aber jetzt wieder. Ja, so kann es auch gehen, ne? Er kann eh nicht mehr aufstehen. Ja, cool. Sicherheitsstufe 3 war da oben. Ja, da doch irgendwas Wichtiges noch. Wie sie alle liegen und schlafen. Ja, ich wollte einmal kurz gucken, ob hier was ist. Oder was hier ist. Ach, nur eine Ration, okay. Da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Und weil ich ein fieses... Weil ich ein fieser Mob bin, bitteschön. Ich muss nur gucken, von welche Richtung die kommen. Dass ich dann in die andere Richtung laufe. Obwohl, es kommt da eigentlich keiner mehr, ne? Weil ich hier alle ausgeschaltet habe. Jetzt sind die fett bewaffnet.
Gott sei Dank. Gibt es da eigentlich ein Erfolg für, wenn ich die da alle runterwerfe? Ich weiß nicht. Erfolg in Sorge mindestens 10 Soldaten. Wollen wir mal ausprobieren? Dupdidu. Ich bin ein fieser Mob. Apropos. Ich bin ein fieser Mob. Jetzt hat bestimmt einen Erfolg für. Das will ich nicht erzählen. Ich schmeiß mal so viele Soldaten wie ich kann da rein. Also jetzt nicht hier. Ich laufe ja jetzt nicht hinten hin und hole die anderen da auch noch, aber dann kann ich wenigstens das erzählen, was ich erzählen wollte. Und zwar. Ach, das habe ich ja erzählt. Metal Gear Solid 1, die Endsequenz. Quasi die. Was würde man bei Marvel sagen? End-Credit Scene mit dem Präsidenten. Oder den Vizepräsidenten. Ich möchte nicht spoilern, aber das hat hier nachher noch eine Bewandtnis und wird sogar tatsächlich aufgelöst. Warum, weshalb, wieso? Weil es ja auch mit den ganzen Testdaten der Gnome-Soldaten und mit den Metal Gear, den Kampfeinsatz, die Atombombe, die abgefeuert worden ist, ja alles abgehauen. C4. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. That's the Semtex. And that must be the control unit. Wie gut, dass wir das... Oh, da fliegt ja was. Okay, nicht getroffen. So treffe ich das Ding nicht. Keine Ahnung. Vorsichtig. 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 So. Da hinten blinkt auch noch was. Kann ich von hier aus gucken? Ja. Ja, ich komme von hier aus nicht drauf. Die Frage ist, warum ich das Ding nicht treffe. Gibt's doch gar nicht. Alter. Halt doch mal still. Blutung beruhigt. Oh. Oh. Raiden, are you all right? Answer me. Raiden! Okay. Der hat auch so ein Ding auf dem Kopf. Ja, komm, das brauchst du mir nicht nochmal zeigen. Okay, dann vernichte ich jetzt erstmal das Zeug, was hier überall ist.
So. So. Da komme ich noch überall gut mit meiner normale Waffe dran. Da auch. Wie gut, dass wir uns das PSG 1 geholt haben. Das hätten wir jetzt nochmal wieder komplett zurücklaufen müssen. Aber wo hat er das Ding? Ach, da oben drauf. Ah, okay. Kriegen wir. Warte. Kriegen wir. Okay. Getroffen. Jetzt. Ja, das hätte doch treffen müssen. Oh. Was? Das war doch genau auf den Kopf getroffen. Jetzt, okay, wir versuchen jetzt zuerst ausschalten. Ach, als wenn das die ganze Basis zerstört hätte. Jetzt kommen wir nicht schon wieder damit. Jetzt jag ich das Ding gleich wieder in die Luft. So. Immer schön die Ruhe bewahren. So, das Ding muss ich ausschalten. Das war's, oder? Ich hätte jetzt gesagt, das war's. Okay, dann du. Dann du. Dann war da noch, da komme ich so nicht dran. Dann du. Dann hier vorne direkt. Und den da. Und da hinten ist noch einer. Okay. Wird wieder Zeit für eine Pille. Gut. Mal eben kurz eine Zigarette. Okay. Einer ist hier noch. Der da. Okay, muss noch einer sein. Lass mal kurz looken. Den hab ich, den hab ich. Den da oben, der da fliegt, den habe ich auch. Irgendwo muss noch einer sein. Wo ist der letzte? Kann ich die damit sehen? Nee. Ach, das ist so eine schreckliche Ansicht. Aber kann ich damit nicht zoomen? Ah, okay. Den. Hilft mir der Bombensucher? Sensor. Ne, der hilft mir nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Okay, wo finde ich jetzt den letzten? Ich gucke noch mal eben auf der Drohne. Der war ausgeschaltet, ne? Ja, der ist definitiv defekt. Wo ist der letzte? Hinter mir? Ach, guck an. Was für Schweine. Immer noch nicht ausgeschaltet? Welcher Wo fehlt denn noch einer? Kann ich damit die Dinger sehen? Ja. Guck mal eben hier drin. Wenn das schon so fies versteckt ist, der da.
Ach, warte mal. Was ist da bei der Flagge? Wir versuchen die Flagge da wegzuschießen. Ich habe so leicht das Gefühl, da könnte was hinter sein. Ey, es ist so gut versteckt, ey. Komm mal ab da. Ja. Aber was sind da? Oh, die Flagge kriege ich nicht weg, ne? Dann vielleicht von hier. Glaube ich, nur das eine Gerät. Oh, verdammt. Ah. Gott sei Dank. Warte, ich prüfe das nochmal. Ich nehme nochmal meine Zigarettchen im Mund. Nicht, dass ich jetzt irgendwo wieder reinlaufe. Das wäre jetzt kacke. Ich will jetzt nicht nämlich nochmal alle ausschalten. Oh, ein Anruf. Okay. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Er kommt langsam der Sache auf der richtigen Spur. Oh, das ist cool. Der Controller vibriert. Der ganze Tisch vibriert. Ah. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from?
So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Ah, wie cool. What a pleasant surprise, brother. Save it. You work of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. That the best you can do, Snake? Did I get him? We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. Wieso versucht er es nicht selber? I'm counting on you. Das ist so cool. Ah, da hab ich so Bock drauf, ey. Use this. Noch mehr Munition. Kriegt ihr schon. Oh, ich kann auch den Helikopter ein bisschen sehen gerade. Ja, wo ist er denn?
Oh oh. Ich glaube, jetzt soll ich mich mal hier wegbewegen. Wegsack. Alter, ist der schnell. Krieg dich schon, du Penner, ey. Na, wo bist du? Oh, hast du noch Mütze gekriegt? Komm her, du kriegst gleich noch einen. Gleich noch einen. Alter, der ist so schnell. Hab ich ihn ja unten bewegt? Okay. Ja. Ich brenne. Wo bist du, Drecksack? Hinter mir. Aha. Oh, du hast mich doch getroffen. Ich wollte gerade sagen, du triffst mich nicht. Alter. Ich habe den Kampf gar nicht mehr so in Erinnerung, ey. Mach dich fertig, Junge. Wie viele Dinger teilt das Scheißding gerne aus, Junge? Ach, das ist so cool. Der Kampf ist cool. Komm ab da. Yay! There's something coming up. That's Metal Gear! It's already active! Spring auf das Rohr. Aber Vamp als Pilot, ne? Der kann sowieso nicht sterben. They got my eye. Fab, go! Ha! Ja, genau. Er latscht auf Wasser. Mache ich auch immer so morgens, wenn ich zur Arbeit muss.
Latsche ich erstmal über unsere Kanäle. It's running on water. Läuft das Rohr hoch. So macht man das. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Oh ja, auf jeden Fall speichern, sonst haben wir gleich wieder das gleiche Problem. Da haben wir das Problem, dass wir wieder alles spielen müssen. Boah, das wäre so schrecklich. Vor allem haben wir jetzt noch mindestens wieder eine ja, ich wollte gerade sagen, letzter Spielstand ist mindestens über eine Stunde her. Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake.
That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? So. Er stand mit ihnen auf einer Seite. Mhm. Wir wissen es besser. Und das nächste ist, er hat was gesagt, was später noch auf jeden Fall vorkommt. Zwar hat er gesagt, er ist nicht Teil der Simulation. Und das muss noch aufgeklärt werden. Auf jeden Fall, bevor es jetzt hier weitergeht. Ach, guck mal, ich komme gar nicht mehr zurück. Doch, ich komme zwar zurück, aber nicht mehr vor. Wie es jetzt weitergeht, erfahren wir gleich. Ich mache eben eine kleine Pause und bin gleich wieder da. Eben für die üblichen Sachen. Das heißt, 5 bis 10 Minuten, dann bin ich wieder da. Also, bis gleich. Let me call you tonight, and I need you in my life. Baby, I'll miss you so much. Sick of love, but I need you in my life. Sorry, love, but you don't have to fight. Let me come and let me hug you tight. I'm sorry, love, but you don't have to fight. Let me make it better, I will sing to you. Shawty, you so perfect, let me fall for you. Sorry to know you're all alone tonight. Yeah, closer to you, falling. Sorry to know falling. Sorry to know you're all alone tonight. Yeah, close enough love, but I need you in my life. Sorry, love, but you don't have to fight. Let me come and let me hug you tight. Sorry, love, but you don't have to fight. I'm falling, I'm falling, I'm falling, falling for you. Let me call you tonight, and I need you in my life. Baby, I'll miss you so much. Let me make it better, I will sing to you. Shawty, you so perfect, let me fall for you. Sorry to know. Sorry to know you're all alone tonight. Yeah, closer to you. Sorry to know you're all alone tonight. Yeah, close enough love, but I need you in my life. Sorry, love, but you don't have to fight. Let me come and let me hug you tight. Sorry, love, but you don't have to fight. माया भरा तू सकुरे किनु जादू दिला हानी
close, I gotta tell you something before we go. Baby, thought you know we'll take it real slow. I'm in love. Bésame, pégate, quiéreme. Quiero más, 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 más. More, more, more. Do you wanna stay good, turn it up? Do you wanna play and get it now? 'Cause I can do this all night. Y te gusta así, así, así. Seguida de mí, de mí, de mí. Baby, I know you like it like that. Move it to the left, move it to the right. Girl, I know you want it so bad. Move it to the left, move it to the right. In love, bésame, pégate, quiéreme. Quiero más. Baila, baby, baila. Vamos a derecha y izquierda. Girl, I love the way you move it round. I'm burning up when you come around. Come a little closer, think I see what you mean within your eyes. Wanna let you know before you realize. Baby, yo te miro, pierdo la cabeza. No puedo ser. So, da ist er wieder. Geh noch direkt ins Spiel, das war gerade der falsche Screen. So, da wollte ich hin. So, wie kommen wir da jetzt hin? So. Dann rüberkraxeln. Oh, da liegt Vogelkacke. Dann weiß ich, dass ich über ein Rohr bin. Hier. So. Nicht runterfallen. Und ist die Ration hier. Ah. Ah. Ganz langsam laufe. Ne, ich vertraue das Ding nicht. Ich mach so. Dann sollte nichts passieren. Schön drüber kriechen. Ich will nicht das Risiko eingehen. Ach, Gott sei Dank. Ey! Ey, was machst du da? Ey, der hat die Action-Taste nicht gedrückt. Ich hab die wie bekloppt da drauf rumgehämmert. Oh. Das ist dumm. Dabei habe ich alles richtig gemacht. Controller-Eingaben haben bloß nicht richtig funktioniert. Das ist dann echt ärgerlich. Noch ein Stück? Nee. Oh, komm. Kamera dreht sich auch so fürchterlich mit. Also wenn ich langsam laufe, passiert nichts. Gut. Jetzt. Warum wollte ich hier hin? Was will ich hier machen? Achso, da geht's quasi... Ach, da komme ich da, weil da Feuer ist. Okay, alles klar. Hast du mir fast gedacht. Oh. Ist hier... Ja genau, jetzt kommen da Soldaten. Du sagst, es ist ein hübscher Anblick. Okay, die sind auf jeden Fall Geschichte. Oh, ich hasse Controllersteuerung. Jack, what's going on? Answer me. Jack? Jack? Aber jetzt bitte nicht von den Rohren wieder. Wahrscheinlich. Weil das immer Levelabschnitte sind. Ach, das ist doch KK. Ich lasse jetzt die Ration da liegen. Scheiß auf die Ration. Es sind auch genug andere Rationen, die ich mir holen kann.
Jetzt brennt sie jetzt nicht mehr. Da ist doch auch was. Ich möchte gerne da drauf. Wieso geht der da nicht hoch? Also da geht's auf jeden Fall nicht hoch. Jetzt brennt's da auf einmal wieder. Bloß keinen falschen Knopf drücken. Sind die da schon die Idioten? Nee. Achso, das ist kein hübscher Anblick. Ich dachte, ich sollte rüberspringen. Ach, du ahnst es nicht. Ich hasse solche Einlagen. So, jetzt gleich nicht X drücken. Schlimmste Stelle im Spiel. Oh, Gott sei Dank. Macht er da einen Cut. Erstmal speichern. Obwohl, nein. Da lief doch jetzt gerade einer. Rein komme ich aber nicht. Oh. Ja, genau. Noch einer? Ja, da ist noch einer. Ah, toll. Hier kann ich das Ding nicht benutzen. Konnten wir noch nicht gesehen haben. Ach, das ist so dumm. Was ist denn? Wo ist das denn? Wir haben eine Trophäe verdient. Umwerfend. Wie hier noch so ein Ding irgendwo rum? Okay, ich würde sagen, mit Bravour bestanden. Mit Bravour bestanden, würde ich sagen. Oh Gott. Also ich habe keine Angst vor das Runterfallen und auch keine Angst vor der Höhe, sondern Angst vor den Controller-Eingaben. Wieso läuft der Counter da nicht ab? Ist da jemand? Ja, genau. Bitte mit den Stinger draufballern. Gucken, was passiert. Ich hatte die Stinger mal einen Sinn. Okay. Hier sind jetzt keine mehr, ja?
Und das Ding läuft auch ab. Sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder... Ah, ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wieder die... ist unsere Ration, die wir brauchen. Die wir jetzt sowieso brauchen. Dass wir die Platten abgingen, aber die Platten blieben dran. Kommen wir nicht weiter, ne? Ne. Das ist das Shell 2, ne? Ach, ich bin schon fast am Kern. Wieso komme ich da nicht rein? Ah, doch, ein Sicherheitsstufe 5. Okay, alles klar. Ach nö. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich erstmal speichern. Andere Seite. Gross. Ich muss speichern. Du hast doch keinen Bock? Ja, was kann wohl passieren, wenn ich dich anrufe? Ich will meinen Missionslog sichern. Ich will dir erzählen, was ich alles erlebt habe. Jack, how's the mission going? Fine. Fine? Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Okay then. Let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes Oh look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you liked to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? Don't you think it's just a little bit unusual? That I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. Die Frage ist ja, wo es jetzt weitergeht. Ganz einen Augenblick eben. So, weiter geht's. So, ich hätte jetzt gesagt, dass ich den hier brauche, um darüber zu kommen. Weil das auch der einzigste Weg ist. Machen wir es hier. So. Yay. Ach, Gott sei Dank. Wieder festen Füßen unter dem Boden. Ich wollte jetzt gerade speichern. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Was ist sie denn? Plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet.
Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. Ja, High voltage currents on. das kennen wir schon. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We Good. start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Wie, das war's? Okay, jetzt gibt's einen Anruf. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Das kennen wir schon. Test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Okay. Das kennen wir schon. Ist die jetzt weg, die alte? Und da kommen wir, ne? Ja, dann ist sie anscheinend schon weg. Da vorne war der Raum mit den Blitzen. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal Rakete gefunden. Oh, Munition. Munition ist immer gut. Vielleicht sollte ich mal hier drauf wechseln. Scheint keiner zu sein. Hier ist ja, genau. Da ist auch nur das Ding an Munition. Was ist hier? Das ist schon mal gut. Aber die brauche ich ja nicht, die Munition. Ich muss ja erstmal das Teil überhaupt finden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Terminal. Das hilft doch schon mal weiter. In den Terminal können wir auf jeden Fall gucken, ob hier auch noch andere Soldaten rumlaufen. Ich glaube zwar nicht. Nee. Das kennen wir aus dem ersten Teil. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Hier ist ein Fahrstuhl. Oh, sehr schön. Okay, dann, wo sind wir jetzt? Erste Ebene, ne? Komisch, dass dieser Fahrstuhl... B1. Okay, B2 gibt es ja anscheinend nicht. Entweder nicht fertig gebaut oder... Keine Ahnung. Okay.
Ich werde vorsichtiger, man merkt's, oder? So, jetzt haben wir eine Karte. Ach, du ahnst es nicht. Ich weiß, was hier vor sich geht. Ah, tauchen. Oder erstmal nur schwimmen. Stimmt, das Ding ist ja mit Wasser vollgelaufen. Da war ja was. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. Swimming isn't my strong point. It wasn't a part of the VR training either. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, Sieht jetzt die Stimme down, ändert. left and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Ach, einen Ruf nach dem anderen. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Also hier sind schon erste Anzeichen. Oh nein, hier ist nichts. Hier sind schon erste Anzeichen, dass was mit den Kölnern nicht stimmt. Weil man hat schon an Codec gehört, irgendwas ist da nicht ganz richtig, weil er seine Stimme geändert hat. So, hier kann ich Luft holen. Hier ist ja die Bombe hochgegangen, aber dafür sieht hier alles so ziemlich intakt aus, ne? Ja, ich komme nicht dran. Jetzt. Also das Schwimmen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, da komme ich nicht weiter. Ist mir auch die Sicherheitsstufe nix. Ne. Das Schwimmen, muss ich sagen, funktioniert hier erstaunlich gut. Das ist zwar nervig wie Sau. Ah ne, von da komme ich. Das ist zwar nervig wie Sau, aber es funktioniert. Dafür, dass das nur quasi hier in dem Spiel vorkommt, also nur hier an dieser Stelle, glaube ich. An einer anderen Stelle kommt das nicht vor. Funktioniert das mehr als gut. So, jetzt muss ich hier rein, glaube ich. Ah, Mine. Da ist diese Stinger-Rakete, die ich brauche. Nikita. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the president before the launch code. Ja, das weiß ich. Deswegen bin ich hier unten. Oh oh. Die Bombe berühren? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Anhand der Türen sieht man schon, dass ich hier nochmal hin muss. Aber jetzt kriegst du nicht auch gemacht. Versuch's nochmal. Doch. Falsche Taste gedrückt. Oder Action-Taste. Die funktioniert mal funktioniert sie nicht. Ah, jetzt kommt noch eine schöne Szene. Was heißt schön? Ich sag mal so, man erinnert sich. Da ist ja die Bombe hochgegangen. Krieg ich von Ihnen hier, kannst du nicht seine Sicherheitskarte nehmen? Dass ich dann Sicherheitsstufe 4 habe? Warum schwimme ich hier lang? Was will ich hier eigentlich?
will ich doch eigentlich nur wieder zurück. Ja, los, mach auf das Ding. Meine Lebensanzeige geht jetzt down. Nach oben. Nach oben mit dir. Nach oben. Ration voll. Habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Gibt's da vielleicht irgendwas? Man sieht es halt so schlecht, ne? Ja, da ist was. Ach, sind nur Raketen. Ah, toll. Und da oben ist noch was. Sag nur nicht, es ist wahrscheinlich... Okay. Das ist, glaube ich, das ist natürlich spiegelverkehrt hier. Das sind, glaube ich, die, Schlafmunition, ne? Also Betäubungsmunition. Ich gehe eben kurz nach oben zum Luft holen und dann schwimmen wir hier auf jeden Fall weg. Gehe nicht nochmal hin. Das ist so einer der letztjährigen Aufgaben im Metal Gear Solid. Was Sicherheitsstufe 4 habe ich nicht gekriegt. Vielleicht kann ich den Typen durchsuchen. Warte mal eben. Mit Sicherheitsstufe 4. Oder die Karte ist da noch in dem Raum. Wir suchen noch mal eben kurz. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Wir versuchen mal seine Leiche zu durchsuchen. Das war eh schon mein erster Gedanke gerade. Da könnte noch was sein. Irgendwie. Da ist auf jeden Fall irgendwas Rotes. Oh, mein Leben. Warte. Drück mal die Action-Taste, wenn ich bei ihm bin. Nee, nix. Nee. Ich habe jetzt gedacht, ich krieg vielleicht eine Sicherheitsstufe 4 oder so. Nee, noch nicht am Schlafen. Aber das... Ja, genau. Also das bringt nichts. Dann geht's jetzt hier Richtung Ausgang. Da müssen wir hin. Eine weitere Ration. Hey, da ist, wie ist er noch? Raven? Ja, ich weiß. Nein. Hatte ich nicht gerade gesagt, Schwimmen funktioniert erstaunlich gut? Ich revidiere. Schwimmen funktioniert schrecklich. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt nix hier weg hier. Na, auch noch falsch geschwommen. So, jetzt aber. Es ist halt alles spiegelverkehrt, das ist halt das Schlimme daran. Ich hoffe, ich muss hier nicht nochmal hin. Ich habe eh keine Tür mit Sicherheitsstufe 4 gefunden. Eher sind alle Sicherheitsstufe 5. Ach toll, genau die falsche Taste gedrückt. Da muss ich hin. So, dann ist da der Präsident. Jetzt will ich mal eben kurz gucken, was für ein Gewehr habe ich denn jetzt gekriegt.
Da. Das ist das gleiche Ding bloß als Betäubung. Das ist schon mal geil. Muss nicht immer alle umbringen. Kann auch mal Leute betäuben. Hier sind da Wachen. Das ist die Kamera da oben. Da ist noch einer. Okay, Kamera sind ausgeschaltet. Noch ein bisschen Munition getankt. So, wo muss ich jetzt reinschießen? Ich glaube da. Oder? Wir werden es rausfinden. Nikita. Oh, ich wollte eigentlich drehen. Da. Ne, das war auf jeden Fall verkehrt. Okay, wir finden den richtigen Weg. Ah, wir haben auch eine Treibstoffanzeige, sehe ich gerade. Okay. Dann jetzt so rum. So. Ah, verdammt. Ich bin zu nah an der Wand gekommen. Wir werden es hinkriegen. Okay. Ach. Ist aber auch pixelgenau jetzt. Drehen. Ach. Was ist jetzt los? Gesteuerte Waffen von einem kleinen dunklen Raum im Süden Westbereich. Kleiner dunkler Raum im Süden Westbereich. Um den Stromverteidigungskasten mit dem Leichtigkeit zu zerstören. Kleiner dunkler Raum im Westbereich. Kleiner dunkler Raum im Westbereich. Kleiner dunkler Raum. Ich weiß, wo ein kleiner dunkler Raum ist. Okay. Kleiner dunkler Raum im Westbereich. Das ist nicht der Westbereich, aber hier ist ein dunkler Raum. Da komme ich nicht rein. Soll ich von hier aus abfeuern? Nee, ich knie. Oh Junge, hau mal ab da. Sehr gut. Ja, das mit dem Handy war jetzt cool. Nikita. Das hätte ich da unten auch durchgeschafft, aber da hätte ich echt Probleme noch gehabt. Das wären bestimmt noch 6, 7 Anläufe gewesen. So ging es jetzt auf jeden Fall einfacher. Das mit dem Handy war gut, super Tipp. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you?
Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Hat er nicht viel Ähnlichkeit mit den, Yes. Mr. President, ja, okay. it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by.
I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago? Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. Ich sag doch, das wird nochmal wichtig. Given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Galukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's Ist right. schon geil, ne? Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it.
The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. But Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Aha. This is card 4. Ach, von ihm kriegen wir es nicht. All the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Ich glaube, jetzt passiert was. Well, I've told you everything you need to know. Oder auch nicht. Bin noch nicht ganz sicher. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's her role! Warum sagt er no? Er wollte es doch. That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Da war Geschichte. Warum ist Ocelot abgehauen? Das ist auch schon wieder alles abgekartet. Na, lässt du auch was fallen? Sein Gesicht über den Boden. Nö. Ich hab gedacht, vielleicht hat er auch Medaille, aber nö, hat er nicht. Warum ist er abgehauen, der Penner?
president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Oh, ein Telefonat nach dem anderen. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the Big Shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal Gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? Oh, I die took these Geschichte. photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with the sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities.
But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich my sister? What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Dazu wollte ich auch noch mal was sagen, was gar nicht angesprochen worden ist. Und zwar ist doch der Vizepräsident jetzt der quasi Leiter. Aber in der Endszene von Metal Gear Solid 1 hat doch Ocelot mit den Vizepräsidenten zusammengearbeitet, hat ihnen doch die Daten versprochen und all so ein Kram. Also wird er denen auch die Codes und alles verraten können, weil der Vizepräsident halt mit Ocelot zusammenarbeitet. Also hat sich eigentlich die Situation sogar noch verschlechtert, beziehungsweise auf jeden Fall nicht verbessert. So, wo müssen wir hin? Ach ja, wieder da runter. Sicherheitsstufe 4 und die Diskette. Ach, das ist einer der schrecklichsten Teile. Der und der Boss. Also der... wie ist er noch? Batman. Ich glaube, das sind die schrecklichsten Stellen hier im Spiel. Muss jetzt erstmal ganz durchschwimmen. Nochmal ein Anruf. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal? Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her.
And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. Okay. Aber hier bin ich falsch. Oder? Komm da ja nicht durch. So bin ich falsch geschwommen. Ich hasse es. So, hier muss ich rein und da muss ich weiter geradeaus. Da muss ich nicht rein. Weiter nicht weiterkomme. Dann gehe ich erstmal hier hoch, hole ein bisschen Luft. So, direkt wieder runter. Ich weiß, man kann schneller schwimmen, aber ich glaube, das ist gerade das beste Schwimmtempo. Hier komme ich nicht weiter. Ja, jetzt wird es gleich gefährlich. Ja. Nee, nach oben. Ach, es ist so komisch hoch und runter, ne? Weil oben ist tatsächlich oben und unten ist tatsächlich unten und dann kommt man da echt durcheinander mit. Runter. Dann sind hier ganzen Blubberbläschen. Runter. Wo ist der Ausgang? Da. Okay, dann waren wir hier quasi gerade umsonst. Jetzt haben wir Stufe 4. Jetzt kommen wir da auch durch. Sehr geil. Noch ein Intro. Ach, Zwischensequenz. Die Spiegelung gefallen mir. Konnte das damals schon die PlayStation 2? Oh, Vamp. Das ist ja eigentlich ein PlayStation 2 Spiel. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Bosskampf. Freue mich drauf. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Und was hat der für eine lange Turbozunge? You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb?
Ah, guck mal an. This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Jetzt kommt noch mal ein geiler Bosskampf. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't Glaubst du? It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Ah, wie hält man den Typ nochmal auf? Wo ist er? Okay. Nur spring hoch. Okay, bleib mal auf die Stinger. Oh, wo ist er? Irgendwas hat mich getroffen. Da ist er. Kollege Schnürschuh. Ich mach dir fertig. Meine guten Stinger, Junge. M4-Munition. Granatenwerfer. Ich kann mir schon mal eine Ration holen. Und jetzt von allen etwas. Okay, er ist nicht unverwundbar. M4? Ach, das war die M4. Ja, mal gucken, wo er hochspringt. Okay, er weicht aus. Machen wir so. Okay, sehr geil. Das heißt, dass ich ihn erst damit treffen werde und dann schieße ich ihn mit den anderen Kram ab. So, jetzt ist er wieder quasi ausweichbar. Oh. Okay, der Plan hat nicht so gut funktioniert. Ich dachte, ich könnte ihn hauen. Aber anscheinend nicht. Ah, was? Ich kann nicht abhauen? Oh, vielleicht hätte ich eine Granate werfen sollen. Apropos Granate.
Okay. Apropos was anderes. Wo ist er? Da ist er. Oh, ich nehme hier richtig Schaden. Meine Dings gerade gefiel mir besser. Ich glaube, ich nehme wieder die Stinger. F-Raketen. Jetzt hau ich mal eben kurz hier ab. Obwohl, warte mal eben. 1. So, er ist gar nicht hier unten. Wo ist er denn? Ja gut, okay. Er ist nur ein bisschen lästig. Aufpassen, dass ich meine eigene Dings nicht reinlaufe. Was war das? Oh, der hat mich detected. Haha. So weicht man das also aus. Wo ist er? Wo ist meine Stinger? Obwohl, ich habe da noch das M4. Ich dachte, ihr könnt mich bücken. Okay, bücken kann man sich davon nicht. Ah. Wo ist der Penner? Okay. Das war's schon. Wow. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Diese Dauerfunksprüche. I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Okay. Okay, Spoiler gleich. Also, hier speichern wir erstmal. Ich speichere viel zu wenig. Ich sollte öfter speichern. Gerade da, wenn ich lange spiele. Jack, do you need to save? Ja, I need to save. Ja. Okay, dafür lege ich aber einen neuen Spielstand an. Damit ich beim nächsten Mal weiß... Oh, Spoiler, ich höre jetzt auf. Dass ich beim nächsten Mal weiß, wo ich gespeichert habe. Auch wenn man es an die Stundenzahl sieht. Jack, What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. Lonely? Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me.
What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission, and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Der Typ ist so kaputt. Und damit meine ich nicht das Gespräch gerade, aber das kommt noch. Okay, wir haben gespeichert. Das Gespräch hätten wir jetzt nicht gehabt, wenn ich nicht gespeichert hätte. Gut, dann legen wir mal die Waffe meiner Wahl weg. Ich habe übrigens ein schönes Poster davon, deswegen sage ich das immer wieder. Okay. Ja, das war doch mal ein erfolgreicher Spieleabend mit Metal Gear Solid 2. Ja, ich würde jetzt sagen, ich gehe ins Bett, ich gehe pennen und wir sehen uns die Tage, um vielleicht sogar schon komplett durchzuspielen. Ist ja auch schon 20 vor 1. Ich glaube, ich muss um 7 wieder aufstehen. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Schlafen, würde ich sagen. Okay, dann verabschiede ich mich. Ich bin raus für heute und vielen Dank, wie die Leute zugeguckt haben. Und falls ihr doch Lust habt, dann abonniert, folgt, followt, gebt einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, keine Ahnung, das, was man halt so macht. Und wir sehen uns dann. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ciao, ciao.